Hallo liebe Carrado-Freunde! In diesem Video widmen wir uns dem Thema Kochen mit dem Gasherd in eurem Carrado-Reisemobil. Kochen unterwegs kann so einfach sein, wenn man weiß, wie man den Gasherd richtig bedient. Also lasst uns gleich loslegen. Bevor wir anfangen können zu kochen, ist natürlich die richtige Vorbereitung entscheidend. Also haben wir vorher die Gasflasche aufgedreht, damit das Gas durch die Leitung zu den jeweiligen Geräten strömen kann, wie in unserem Fall zum Gasherd. Die Absperrventile befinden sich unterhalb der Küchenarbeitsplatte. So sind sie geschlossen und so sind sie auf. Und jetzt kann das Gas zum Herd strömen. Unsere Gasherde sind mit einer Piezo-Zündung oder mit einer elektrischen Zündung ausgestattet. In unserem konkreten Fall ist es die Piezo-Zündung. Wir bewegen uns hier zu dem Regler, drücken den Regler nach unten, somit kann das Gas hinausströmen und drücken dann die Zündung. Die Zündung erscheint, dann kommen die Flammen, die als Ring um die Platte erscheinen. Dann dreht ihr auf die gewünschte Stärke, wo ihr hin wollt, lasst los und somit könnt ihr den Kochvorgang starten. Beachtet bitte beim Kochen unbedingt, dass ihr die vorgegebene Größe eurer Töpfe und Pfannen einhaltet. Zudem ist es auch sehr wichtig, sicherzustellen, dass diese für den Einsatz mit Gas geeignet sind. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass beim Kochen mit Gas eine andere Hitze entsteht als unter Umständen bei euch zu Hause. Das heißt, die Griffe von Pfannen und Töpfen könnten sehr heiß werden. Nach dem Kochen ist es relativ einfach. Ihr dreht einfach den Regler auf 0. Und nach dem Kochen ist es wichtig, dass ihr die Glasplatte erstmal geöffnet lasst, damit die Hitze entweichen kann und das Risiko von Glasbruch minimiert ist. Für die Reinigung könnt ihr ganz einfach zum Beispiel den Rost entfernen und mit handelsüblichen Glas- oder Edelstahlreinigern die Fläche reinigen. Doch unser Gasherd kann noch viel mehr. Wenn ihr die Glasplatte wieder schließt, könnt ihr diesen Bereich als Arbeitsbereich erweitern. Ihr könnt zum Beispiel ein Schneidebrett drauf platzieren, eine Kaffeemaschine und so erweitert ihr den Arbeitsbereich eurer Küche. Wenn ihr das Gas wieder ausstellen wollt, dreht ihr den Regler in die neutrale Position. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, verschließt ihr natürlich auch die Gasflasche. Dieser Schritt ist unbedingt notwendig, wenn ihr euch auf die Weiterfahrt begebt. Es sei denn, ihr habt einen Gasdruckregler verbaut, der über einen Crash-Sensor verfügt. Doch aufpassen, es gibt Länder, die diesen Regler eben nicht erlauben. Das heißt, dort müsst ihr die Flasche so oder so verschließen. Informiert euch bitte darüber bei der Abfahrt. Das war unser Leitfaden zum Kochen im Wohnmobil mit dem Gasherd. Ihr seht also, es ist ganz einfach, leckere Speisen unterwegs zuzubereiten. Habt ihr noch Fragen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Bis zur nächsten Reise oder zum nächsten Video.